Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Hier werdet ihr zum Kaiju-Kundigen, denn heute gibt es eine Kaiju-Kunde zur Entstehung von Varan. Bereits im Juni 1958 brachte die Toho das Grauen schleicht durch Tokio in die Kinos. Varan wurde im Oktober 58 veröffentlicht und zwischen den beiden Veröffentlichungen lag nicht viel Zeit. Der Film war als Dreiteiler für das Fernsehen gedacht. Die Grundgeschichte stammt von Ken Kurunuma, der auch schon die Geschichte für Rodan verfasste. Produzent Tanaka setzte den Autor Shinichi Sekizawa auf das Projekt an. Dieser sollte, so Tanaka, mit irgendetwas kommen, um den amerikanischen Drang nach einem neuen Kaiju-Film zu erfüllen. Für Sekizawa war dies das erste Mal, dass er für einen Tokusatsu-Film das Drehbuch schrieb. Er ahnte nicht, dass er wegweisend für die zukünftige Ausrichtung des Genres werden und ein vielfältiges Schaffen an den Tag legen wird. Der Dreh begann im Juli 1958 und dauerte bis Mitte August. Varan wurde in Schwarz-Weiß gedreht und war der letzte Schwarz-Weiß-Film von Ishiro Honda. Leider wurde der Film nicht wie vorher Weltraumbestien im Toho-Scope-Format und in Farbe gedreht. Gerade die letzten Produktionen glänzten mit hervorragender Farbgebung. Honda erinnert sich: Man wollte von uns, dass wir einen Film fürs amerikanische Fernsehen drehen. Filme für das damalige Fernsehen wurden in Schwarz-Weiß gedreht. Inmitten der Produktion sollte aus dem geplanten Fernsehfilm ein Kinofilm werden. Wir konnten aber nicht erneut von vorn beginnen und der Dreh wurde wie geplant fortgesetzt. Denn die Amerikaner zogen sich von der Produktion zurück und aus dem Fernseh-Mehrteiler wurde ein Kinofilm. Neu ist, dass die Wissenschaft, verkörpert durch Dr. Sugimoto, sofort dem Militär zustimmt, den Varan zu töten. Könnte für uns vor Ort außerordentlich nützlich sein. Mit größtem Vergnügen. Wann brechen wir auf? Gerade wenn man den ersten Godzilla kennt und den Standpunkt, den Dr. Yamane hat, vergleicht mit Dr. Sugimoto, fallen einem die Unterschiede stark auf. Dies war wahrscheinlich noch ein Überbleibsel mit der amerikanischen Co-Produktion. Die Dorfbewohner sind angelehnt an die Burakumin. Diese Leute leben zurückgezogen in Japan und sind noch heute der Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt. Der eigentliche Star des Films ist das Kaiju Varan, auch Baradagi genannt. Das Kaiju ist angelehnt an die Varane, eine Gruppe der Reptilien. In diesem Film ist er der Gott der Berge. Die Dorfbewohner gaben ihm den Namen Baradagi. Herrscher Baragadi. Nach den beiden Filmen Godzilla und Radon sollte das neue Kaiju Eigenschaften eines Wasser- und Flugwesens besitzen. Das Kostüm hatte mehrere Entwickler. Der Kopf wurde von Taizu Toshimitsu entworfen, der Körper von Kanchi und Yasue Yagi und die Haut, Rücken und Krallen von Kaitsu Murase. Laut Murase wurde der Rücken von Varan nach dem Muster von Erdnussschalen gestaltet. Er aß mit Tsuburaya Erdnüsse und schlug vor, die Haut nach deren Muster zu machen. Tsuburaya gab sein Okay und es wurde so gemacht. Da der Film in Schwarz-Weiß zu sehen ist, kann man nicht erkennen, welche Farbe das Kostüm hat. Murase beschreibt es als schokoladenbraun. Erneut spielten die beiden Schauspieler Haruo Nakajima und Katsumi Tezuka im Kostüm. In der Szene, als der Varan den Flughafen Haneda erreicht und das Dynamit unter seinem Bauch gezündet wird, hat die Schauspieler Nakajima den Bauch verbrannt. Er setzte anschließend den Dreh stoisch fort. Eine Hommage an Varan kann man im neuesten Toho-Film Godzilla -1 sehen. In Varan unternimmt die Marine den Versuch, Varan mittels einer gigantischen Leine einzukreisen. Eine ähnliche Operation wird auch im Finale von -1 durchgeführt. Seinen nächsten Auftritt hatte Varan in einer sehr kurzen Szene in Ishiro Hondas Frankenstein und die Monster aus dem All von 1968. Autor Shinichi Sekizawa hatte für den Film Frankensteins Höllenbrut ursprünglich eine ganz andere Vorstellung. Im Original heißt der Film Godzilla gegen Gigan, sollte aber in den ersten Entwürfen Godzilla vs. Gigan The Return of King Ghidorah heißen. Hier sollte mit Godzilla auch Rodan und Varan die Erde von den außerirdischen Kaijus Gigan, Ghidorah und Mogu beschützen. In der finalen Fassung kämpften schließlich Godzilla und Anguirus gegen die Invasoren. Nun wieder sehr viel später sollte Varan in dem letzten Teil der Heisei-Ära den Antipoden von Godzilla spielen. Die Geschichte hieß Godzilla gegen das Riesenmonster Varan. Die Story spielt 1999 und Varan ist der Vorbote zur Millenniums-Apokalypse, gegen den Godzilla und sein Sohn kämpfen müssen. Schlussendlich wurde die Idee schnell gestrichen und der Film wurde zu Godzilla gegen Destroyer. 2001 hatte man Varan erneut für einen Film vorgesehen.
Und das war der großartige Shusuke Kaneko, der mit seiner Gamera-Trilogie in den 90ern 3 hervorragende Meisterwerke des Kaiju-Eiga drehte. Kanekos eigentliche Idee für den Film war, dass gegen den Gott der Zerstörung Godzilla die 3 heiligen Schutztiere Japans kämpfen. Er hatte dafür Varan, Anguillas und Baragon im Auge. So war auch der Titel gedacht: Godzilla x Varan, Baragon and Anguirus, Giant Monsters All-Out Attack. Varan sollte als das weiße Windmonster in den Kampf ziehen. Den Toho-Bossen waren aber die Kaijus zu unbekannt und zu schwach, weswegen man letztlich auf Mothra und Ghidorah zurückgriff, die im Vergleich zur früheren Version deutlich schwächer sind. Ihre geschwundenen Kräfte sind aber auf das ursprüngliche Drehbuch zurückzuführen. Dort mussten schwächere Kaijus gegen den übermächtigen Godzilla antreten. Baragon hat man für den Film behalten. Einen kleinen Tribut zollte man aber Varan. Die Köpfe von Ghidorah sind an den Kopf von Varan angelehnt. In Varan, das Monster aus der Urzeit, werden einige Stock-Footage-Szenen verwendet. Zum Beispiel aus dem ersten Godzilla, aus Godzilla kehrt zurück und Weltraumbestien. Varans Schrei ist ein Mix aus dem von Rodan und Godzilla. Da fängt es leider bereits an, warum das eigentlich interessante Kaiju Varan in der filmischen Erzählung nicht sein volles Potenzial erfüllt. Die Drehzeit war knapp, die Produktion musste schnell vorangehen. Das Kostüm finde ich gut, leider merkt man es die knappe Produktionszeit an. Das Maul beispielsweise schließt nicht. Es sieht immer geöffnet aus, was den Effekt hat, dass das Kostüm nicht an die Qualität herankommt, das Godzilla, Rodan und Moguera hatten. Für alle bisherigen Toho-Kaijus hat man sich für deren Schrei einen unverwechselbaren Klang ausgedacht. Jedes der Kaijus hat seine eigene Note, nur bei Varan wurde der Schrei von Rodan und Godzilla zusammengemixt. Dieser Schrei wurde dann für einige Kaijus erneut etwas abgeändert. So hatten zum Beispiel Baragon und Gorosaurus diese Züge. Regieassistent Koji Kajita erinnert sich: Normalerweise braucht man 40 Tage für den Dreh und 45 Tage für die Spezialeffekte. Aber Honda und ich beendeten den Dreh nach 28 Tagen. Das Budget war sehr klein. Einige Szenen wurden auch auf dem Toho-Gelände gedreht. Wahren Sie Ruhe! Begeben Sie sich in den Lastkraftwagen! Verlassen Sie sofort die Gebäude! Die Schauspieler erfüllen ihren Job, aber das wirklich nur im Mittelmaß. Wirklich herausstechen tut niemand. Der Hauptcast, bis auf Akiko Hirata und Korea Senda, sind nie wieder in dieser Konstellation zu sehen. Was den Film deutlich aufwertet, ist die Musik von Akira Ifukube. Am 27. und 29. August 1958 nahm er die Aufnahmen für Varan auf. Sein Hauptthema ist mit dem Chor wirklich eindringlich und der Militärmarsch ist erneut ein echter Ohrwurm. Die Musik von Ifukube hat eine Klasse für sich. Er benutzt die Musik von Varan ab 1964 für Rodan. Und der Marsch der Armee wird in Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht, erneut wiederverwendet. So langsam wurde für die Toho die Wichtigkeit des Zusammenwirkens von Honda, Tsuburaya, Tanaka und Ifukube bewusst. Für die nachfolgenden Produktionen wird dieses Quartett den Zuschauer beeindruckende Stunden an Unterhaltung schenken. Regisseur Ishiro Honda meinte später zu dem Film: Mit dieser Arbeit bin ich nicht zufrieden. Hätten wir noch einmal von vorn beginnen können, wären Szenen wie die mit den Selbstverteidigungsstreitkräften vielleicht noch großartiger gewesen. Alles wurde sehr schnell an einem Kleinset gedreht, mit ein wenig Außenaufnahmen. Der ganze Film wäre besser geworden. In Japan kam Varan am 14. Oktober 1958 in die Kinos. In den USA wurde er unter Varan The Unbelievable am 7. Dezember 1962 veröffentlicht. Üblich wie es damals in den Studios war,
wurden Szenen neu mit amerikanischen Schauspielern gedreht. 2011 wurde Daikaiju Varan unter Varan das Monster aus der Urzeit auf DVD veröffentlicht. Nun konnten auch deutsche Kaiju-Fans den Film sehen. Varan ist ein sehr interessantes Kaiju. Es ist einer der wenigen Kaijus, die fliegen, schwimmen, als sich auch an Land fortbewegen können. Das können beispielsweise Gamera und Gappa. Schade, dass man Varan bei Kanekos Meisterwerk nicht mit reingenommen hat. Wahrscheinlich wäre der Film noch interessanter, als er es bereits ist. Es war Frankenstein.